340 Sonnentage im Jahr und ganzjährig milde Temperaturen. Die Kanareninsel Teneriffa ist ein echtes Urlaubsparadies. Was die wenigsten wissen, beinahe die Hälfte der Insel steht unter Naturschutz. Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus. Wer genau hinschaut, findet einige Möglichkeiten und Alternativen zum einfachen Pool- und Strandurlaub und lernt die Sonneninsel von einer ganz anderen Seite kennen. Umgeben vom Atlantik, westlich von Afrika und rund 1300 Kilometer von der spanischen Südküste entfernt liegt Teneriffa, die größte Insel der Kanaren. Caroline Köllmann lebt seit knapp 10 Jahren in Realejos im Norden der Insel. Die Familie ihres Mannes Timo hat das Land Ende der 1980er Jahre gekauft und hier die Öko-Finca El Quinto aufgebaut. Auf den Terrassenfeldern werden Obst und Gemüse biologisch angebaut. Mitarbeiter Miguel kümmert sich um die Bewässerung der Pflanzen. Das Wasser kommt aus dem nahegelegenen Bergstollen. Die traditionelle Art der Bewässerung durch spezielle Kanäle und Staudämme hilft, dass alles grünt und blüht und trotzdem kein Wasser verschwendet wird. Also für mich war das ja auch relativ neu. Ich bin hier hingekommen und man merkt einfach, dass man mit so Sachen machen, dass man hier vor Ort relativ viel hat und die Leute das sehr schätzen, die hier hinkommen. Also dieses Lokale und dass es eigentlich in der Umgebung eigentlich genug gibt und man damit genug arbeiten kann einfach. Caroline Köllmann bei ihrem Rundgang über die Finca. Auf den Feldern und Plantagen wachsen Kräuter, Gemüse und Obst, wie zum Beispiel Orangen, Bananen, Avocados, eigentlich alles, was man so braucht. Von den Einheimischen habe man hier viel gelernt, sagt sie. Die traditionelle Art der Bewässerung hat sich über die Jahre immer wieder bewährt. Das Wasser geht tiefer in die Erde rein und dadurch sind auch einfach mehr Insekten, mehr Würmer und es gibt mehr Sauerstoff in der Erde und auch so zwischen den Gräsern ist es natürlich so, dass dadurch einfach mehr Insekten da sind. Genau. Also wir sind super zufrieden mit dieser Art und Weise zu wässern, machen das jetzt schon seit Anfang an und bis jetzt hatten wir da noch keine Probleme mit. Mit Mitarbeiter Cosmin geht es nun zur Ernte. Der Garten ist in verschiedene Bereiche unterteilt und irgendwo ist immer gerade etwas reif. ¿Cuántas variedades de tomates normalmente solemos tener? Darf ich dir was zum Probieren anbieten? Eine Tomate. Eine Cherry-Tomate. Das Obst und Gemüse ist für die Selbstversorgung der Gäste gedacht. Die bekommen zu Beginn ihres Urlaubs auf der Finca erstmal eine kurze Einführung in die Landwirtschaft. Was wird wie am besten geerntet und wo wachsen eigentlich die Avocados? Am Haupthaus, in der ersten Etage, liegt der Hofladen der Finca. Hier können sich die Gäste mit allem versorgen, was gerade geerntet wurde. Der Hofladen ist immer geöffnet. 24/7, sozusagen. Eigentlich geht es aber darum, dass die Leute selber ernten können. Das heißt, wir haben hier so eine Übersichtsmappe und dann können die Leute sich das mitnehmen, können selber ernten gehen und haben natürlich einwandfreie Produkte, totale Frische. Jedes Haus hat ein eigenes Klemmbrett. Das wird dann einfach alles abgewogen oder im Fall von Honig sagt man dann Honig oder die Stückzahl von den Eiern. Und dann wird das aufgeschrieben und am Ende wird es abgerechnet. Supermarkt also, regional und nachhaltig. Das Konzept From Farm to Table kommt an bei den Gästen. Alle Produkte sind auf jeden Fall, die wir hier anbieten, sind lokal und von hier. Und hier unten ist immer noch, die letzten beiden Etagen haben wir Sachen drin, die zu verschenken sind von Gästen, die jetzt abgereist sind vor kurzem. Und da können sich die Gäste einfach so bedienen. Und ansonsten haben wir hier in dem Schrank daneben auch noch immer ein paar Sachen, weil so Sachen wie Reis, Öl
Und Kakaopulver oder Tee wird meistens nicht zu Ende aufgebraucht. Und dann können die Leute das einfach hier lassen und die Nächsten können sich bedienen und freuen sich dann. Genau. Und wir sind immer froh, wenn es dann noch mal verwendet wird und wir es nicht wegschmeißen müssen. Die Idee mit der Öko-Finca auf Teneriffa hatte ihr Schwiegervater Helmut Köllmann. In den 1980er Jahren wanderte er mit seiner Familie aus Deutschland aus und wagte hier auf den Kanaren einen Neustart. In seiner Werkstatt restauriert er alte Möbel für die Ferienhäuser auf seiner Finca. Irgendetwas neu zu kaufen, das kommt für ihn eigentlich nicht in Frage. Angefangen von den vielen Häusern, die wir hier gebaut haben, die ganzen Pfannen, die auf den Häusern liegen, sind alle recycelt, kommen alle von Abbrüchen. Ich habe in der Anfangszeit sehr viele Häuser abgebrochen, in Ico de los Vinos, meist 18. Jahrhundert. Und dann hieß es, wenn Sie den Abbruch machen, wie teuer wird es dann? Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte nur die Materialien. Und darum bin ich also irgendwie als so ein verrückter Deutscher irgendwo verschrien. Der verrückte Deutsche mit seinen Ideen. Auch, dass er hier alles biologisch anbauen wollte, nachhaltig. Das wurde zunächst belächelt. Zuerst hieß es also, das hört sich ja alles ganz gut an, biologisch anzubauen. Aber wir sind davon überzeugt, dass innerhalb vom Ablauf eines Jahres wird also nichts mehr auf deiner Finca stehen. Die Viecher werden alles weggefressen haben. So hieß es einfach so in der Besitzung. Ja, es wird nichts mehr da sein. Und man sieht, es ist eigentlich schön grün geworden, oder? Ja. Dass sie hier gelandet sind, war eigentlich ein Zufall. Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 beschloss Helmut Köllmann mit seiner Frau und seinen 5 Kindern auszuwandern. Ein Freund empfahl ihm damals die Kanaren. Und dann mussten wir erst mal gucken, wo die Kanaren lagen. In der Küche hatten wir eine ganz große Landkarte an der Küchentür. Und dann haben wir da erst mal gesucht, weil wir noch nie vorher auf den Kanaren waren. Also sind wir dann so ins Wasser gesprungen. Ja. Die Geschichte der Köllmanns, die mit ihren Kindern und ihrer Vision einer nachhaltigen Lebensweise nach Teneriffa kamen, ist auch für die Gäste der Finca immer wieder spannend zu hören. Die meisten sind Stammgäste. Mit dem Trecker. Ja. Hier ist es schön, es ist so eine Oase. Also hier ist es ein bisschen wie auch nach Hause kommen, das ist so ein vertrauter Ort. Also Urlaub jetzt im Hotel mit festen Essenszeiten, mit einem Zimmer, das ist nicht unbedingt unser Ding. Gut, dass Helmut Köllmann mit seinen 81 Jahren noch immer genügend Ideen für seine Finca hat. In den verschiedenen Ferienhäusern, Apartments und Studios haben 2, 4 und bis zu 8 Gäste Platz. Obst und Gemüse gibt's vor der Haustür. Und der nächste Strand ist nur eine halbe Stunde Fußweg entfernt. So. Wer möchte, entspannt bei einem Yogakurs mit Blick aufs Meer und über die Finca. Die Gäste lieben das. Ich glaube, die Finca gibt uns extrem viele Möglichkeiten, unsere eigenen Ideen umzusetzen. Also es ist für uns, natürlich haben wir Pflichtaufgaben und manchmal sind Tage dabei, wo es einfach anstrengend ist, natürlich. Aber für uns ist es wie ein kleiner Spielplatz, wie ein kleines Labor. Und wenn wir mal sagen, okay, das wäre vielleicht cool, wir würden Sachen, die sich total verrückt anhören, aber da sagen wir, würden wir gerne machen und dann mit der Zeit setzen wir sie um. Und das ist, glaube ich, ganz schön, dass wir da die Freiheit haben und unsere eigenen Träume und Projekte umsetzen können. Von der Idee zum Urlaubsparadies. Mit ihrer Finca hat sich Familie Köllmann einen Traum erfüllt. Zurück zur Natur, hin zu einem nachhaltigen Leben. Aber wie kann das noch aussehen? Im Süden der Insel stehen 24 ganz verschiedene Häuser, entwickelt von Wissenschaftlern des Technologischen Instituts für erneuerbare Energien soll Granadilla das erste komplett CO2-neutrale Dorf der Welt sein. Diese Häuser kommen von einem internationalen Wettbewerb und wir erhielten 400 Projekte von der ganzen Welt, von verschiedenen Architektenteams. Und es wurden 25 ausgewählt und 24 gebaut.
Es gibt sehr viele verschiedene Lösungen. Ich sage immer, es ist so, wenn wir zum Beispiel einer Person zum Kochen eine Tomate und eine Kartoffel und eine Zwiebel geben, dann wird jeder ein anderes Gericht machen. Und hier ist es auch so. Was wir fragten ist, bitte bauen Sie ein bioklimatisches Haus mit bioklimatischen Lösungen für diesen Platz. Und dieser Platz hat ganz konkrete Eigenschaften. Aber jeder hat einen anderen Topf gemacht und ein anderes Haus mit verschiedenen Lösungen. Mirene Iriarte ist Sprecherin des Instituts, war bei der Entwicklung des Projekts von Anfang an dabei. Die Beschaffenheit der Wände und der Decken soll für ein angenehmes und gesundes Raumklima sorgen. Alles ist aus natürlichen Materialien: Tuffstein, Lava, Muschelkalk. Ein spezielles Lüftungssystem ersetzt eine Klimaanlage. Dieser Schornstein nimmt diese Passatwinde rein und es gibt unter dem Haus sozusagen Windkanäle, die frische Luft in alle Zimmer eingibt. Über diese kleinen Schlitzen, die wir hier haben. Wer möchte, kontrolliert auf dem Bildschirm, wie viel Wasser verbraucht wurde, welche Temperaturen herrschen, Luftfeuchtigkeit, Windstärke. Es ist ein bisschen wie im Labor. Wir haben Leute, die nur für das Design kommen. Dann haben wir Ecos, sicherlich. Dann haben wir auch Personen, die irgendwie mehr wissen, mehr lernen wollen und es auch persönlich sozusagen erfahren wollen, wie man in einem bioklimatischen Haus wohnt. Manche haben zum Beispiel Projekte, um sein eigenes Haus zu bauen und kommen hierher auch, um Informationen zu bekommen. Die Architektur und Technik der Häuser ist genau auf die Region angepasst. Zu Beginn war das klimaneutrale Dorf ein großes Forschungsprojekt. Seit einigen Jahren können auch Touristen hier Ferien machen. Die meisten sind überrascht, was alles möglich ist. Urlaub unterm Windrad. Ich habe mich in das Projekt verliebt. Als das Projekt noch nicht im Gange war, bin ich hier zu einer Party gekommen. Und es wurden mir die Häuser gezeigt. Für mich war alles erstaunend, wenn man hierher kommt. In der Mitte von gar nichts. All diese Häuser, jedes so speziell. Das Meer, das Vulkano. Für mich ist alles erstaunlich. Energie aus Wind, Wasser und Sonne. Das kann natürlich auch so aussehen. Der Strand von Médano, gleich um die Ecke, gehört zu den windigsten Orten auf Teneriffa und ist deshalb ein Hotspot für Kiter und Windsurfer. Er ist einer von insgesamt 12 Stränden der Insel, die mit der blauen Flagge ausgezeichnet wurden. Das Öko-Label bedeutet, dass hier auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit besonders geachtet wird. Vom Süden der Insel geht es in den Norden nach Santa Cruz de Tenerife, der Hauptstadt Teneriffas. Wahrzeichen der Stadt ist das Auditorium, eine Konzert- und Kongresshalle mit einer außergewöhnlichen Architektur. Gleich gegenüber liegt eine weitere Besonderheit der Stadt, das Palmetum, der Palmengarten. Was die wenigsten wissen, noch vor 25 Jahren gab es hier nur eine riesige Müllkippe. Carlo Morisi, Direktor des Parks, kann sich daran noch gut erinnern. Als ich zum ersten Mal hierher kam, war es noch eine Müllkippe mit viel Staub und Wind und keinerlei Pflanzen. Es war, als würde man auf den Mond oder den Mars gehen. Es gab gar nichts, es war unfruchtbar. Die Idee, aus einem 40 Meter hohen Berg aus Müll sollte ein besonderer Palmengarten entstehen. Niemand hat mich verrückt genannt, aber ich habe Leute im ersten Jahr hierher gebracht und ihnen gezeigt, das ist der Karibikbereich und es gab nur 3 kleine Palmen zu sehen und eine Menge Geröll. Und hier machen wir dies. Und es gab nur Staub, 3 Palmen und einen kleinen Baum an einer Stange. Aber die Idee war toll. Durch die Mitarbeit internationaler Organisationen wurde die größte Palmensammlung in ganz Europa gepflanzt. Eine spektakuläre Artenvielfalt entstand dort, wo früher ein Berg voller Abfall war.
Ich erinnere mich noch gut. Zu Beginn war das ein stinkender, windiger, widerlicher Ort. Im ersten Jahr war es schwer, hier den ganzen Tag zu verbringen. Der Gestank der Deponie hing in den Klamotten und die Palmen sind uns eingegangen. Manche Bäume sind wegen der Hitze eingegangen. Statt Müll steht nun Artenschutz im Fokus. Über 2000 unterschiedliche Pflanzenarten werden im Palmetum gehegt und gepflegt, darunter 70 vom Aussterben bedrohte Spezies. Eine grüne Oase mitten in der Stadt. Nobody could believe you're walking over 40 meters of Niemand kann glauben, dass wir auf einem Berg aus 40 Metern Müll stehen. Man kann nicht mal den Lärm der Stadt hören, man hört nur Vögel und die Wasserfälle. Aber es stimmt, das ist jetzt nicht Hightech. Wir haben nur eine kleine Pumpe für das Wasser. Die Vögel sind von selbst gekommen, wir haben sie nicht hierher gebracht. Auch bei den Pflanzen haben wir nichts Besonderes gemacht, außer sie sehr individuell zu behandeln. Aber es ist ein Erfolg mit wenig Technik. It's a low-tech success. Wieder so eine verrückte Idee. Ein Palmengarten auf einer ehemaligen Müllhalde. Viele Urlauber wissen nicht, wie das Palmetum entstanden ist. Die meisten genießen einfach die Natur und die Ruhe. Wer es noch ein bisschen ruhiger mag und die ursprüngliche Natur liebt, der muss weiter in den Nordosten der Insel rein ins Anaga-Gebirge. Der Naturführer Carlos Sanchez kennt hier oben jede Kurve. Seit Jahren führt er Touristen durch seine Heimat. Eine Tour durch die einmalige Landschaft habe immer etwas Magisches, sagt er. Auch wenn heute das Wetter hier im Norden wie so oft eher regnerisch ist. Wir sind mitten im Lorbeerwald und das sieht so aus wie Urwald. Ne? Eigentlich ist Anaga und der Lorbeerwald insgesamt als der letzte Urwald von Europa genommen. Und hier sieht man es sehr, sehr klar. Seit 2015 ist das Anaga-Gebirge offiziell Biosphärenreservat. Die uralten Lorbeerbäume wirken wie die Kulisse eines Märchenwaldes. Ich bin in einem kleinen Dorf an der Ostküste von Anaga gewachsen, weil meine Großeltern da ein Haus hatten. Und so, wenn ich hier laufe, ne, an den Wanderwegen, es ist ein bisschen zurück in Kindheit zu kommen. Ne. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass ich arbeite, als ich die Wanderungen mache. Ne. Weil das ist, weil ich die Insel liebe. Manchmal sogar habe ich den Eindruck, dass ich mehr die Wanderungen genieße als die Kunden. Hi da! Oberhalb des Örtchens Taborno führt ein schmaler Wanderweg immer entlang des Bergmassivs. Die Wege wurden schon vor Jahrhunderten dazu genutzt, die Waren vom Dorf in die Stadt zu bringen. Seitdem hat sich hier nicht viel verändert. So scheint es. Anaga ist fast die beste Repräsentation vom Leben auf der Insel, wie das Leben war vor 40, 50 Jahren alt. Ne? Hier gibt es kein Touristenresort. Und obwohl die Landschaft irgendwie traumhaft ist, eigentlich, man könnte auch sagen, dass das die reelle Insel ist. Das Bergdorf Taborno mitten im Anaga-Gebirge liegt auf knapp 600 Meter und hat 85 Einwohner. Das kleine Lädchen im Ort ist Treffpunkt und Café und hier gibt's den besten Ziegenkäse der Insel, schwärmt Carlos Sanchez. Serviert wird er mit Marmelade. Und die Marmelade ist aus Guava. Ist lecker.
Die Spezialitäten der Region sind einfach und vielleicht deshalb so besonders. Cao Sanchez und vielen anderen Einheimischen ist es mittlerweile wichtig, dass gerade die regionalen Produkte wieder wertgeschätzt werden. In einigen Lokalen wie hier im La Gangochera gibt es sogenannte 0-Kilometer-Menüs. Ein wichtiger Schritt, findet Cao Sanchez. Die Produkte die sind, wenn es möglich ist, aus Anaga. Das ist das Erste. Wenn nicht, wie zum Beispiel hier, vorher hatten wir Ananas gesehen, ne? Und die waren aus Buenavista, das ist am Nordwesten der Insel. Zum Beispiel die Bananen waren aus Puerto La Cruz. So, alle Produkte waren aus der Insel. Auch auf Reisen wollen viele Menschen weg von immer mehr Konsum, wollen bewusster erleben. Und die unterstützen, die sich für ihre Region einsetzen. Slow Travel ist die Devise. Im Norden der Insel funktioniert das ganz gut. Etwas entfernt von den bekannten Touristen-Hotspots im Süden scheint hier die Zeit etwas stehen geblieben zu sein, so wie in der Stadt La Orotava. Seit mehr als 20 Jahren lebt die Schauspielerin Antonia Yasta auf Teneriffa. Der Blick über die Altstadt von La Orotava ist für sie nach all den Jahren noch immer faszinierend. Aber da ist noch viel mehr. Für mich ist es der Spirit, ja. Natürlich ist das Klima fantastisch, natürlich ist die Natur wunderschön und vor allen Dingen das Meer. Das Meer ist schon was ganz Besonderes, auch für mich. Aber es gibt so Sachen, das geht wahrscheinlich jedem so, wenn er irgendwo zu Hause ist, dass er den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht oder gar nicht sieht, dass er vor sich den schönsten Berg der Welt hat, sondern, weil das tägliche Leben dich den gar nicht mehr so sehen lässt. Aber das, was mir wirklich jeden Tag bewusst ist, ist diese Liebe, diese Menschlichkeit, dass du überall angesprochen wirst mit Cariño, Liebling, Amor. Am Anfang war ich etwas erschrocken, als der Zahnarzt mir das sagte. Amor. Habe gedacht, was fällt dem denn ein? Und mittlerweile weiß ich, das gehört dazu. Und das ist einfach liebenswürdig. Und dass man sich Komplimente macht, dass man sagt, du bist heute so hübsch, weil man es wirklich auch meint. Das ist keine Lüge, aber man sagt es sich viel mehr, als ich das woanders kennengelernt habe. Antonia Yasta ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Stadtführerin. Sie zeigt Besuchern die Besonderheiten der Insel. Hier haben wir jetzt die schönsten kanarischen Balkone, die es überhaupt auf den Kanarischen Inseln gibt. Und wenn wir kurz einen Blick reinwerfen, sehen wir auch, dass es innen so ausgestattet ist wie ein Museum, wo man sieht, wie früher die Kanarios gelebt haben. Da ist jeder Raum so eingerichtet, wie das in einem solchen Herrenhaus früher war. Das Leben in einem Herrenhaus vor rund 400 Jahren. Die kunstvollen Schnitzereien, das uralte Handwerk. Der Rundgang durch das Haus der Balkone ist auch für Antonia Yasta wie eine Reise in die Vergangenheit. Als Sinnbild für kanarische Architektur und Kultur steht ein Großteil des Stadtkerns von Orotava mittlerweile unter Denkmalschutz. Für Antonia Yasta sind das genügend Gründe für eine Tour durch die Straßen. Orte wie Orotava sind ein Traum. Wenn man nur den Strand kennengelernt hat, dann hat man natürlich Teneriffa nicht gesehen. Also geht es gleich weiter nach La Laguna, rund 22 Kilometer Luftlinie entfernt. Hier trifft Antonia auf die Stadtführerin Dominga, um sich ein paar Tipps für die nächste Tour geben zu lassen. Die koloniale Architektur und die geradlinige Straßenführung seien hier so besonders, erzählt Dominga, dass La Laguna 1999 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Weil dieser schachbrettartige Grundriss seit 500 Jahren der gleiche ist. La Laguna hat
keine Stadtmauern. Es war die erste Stadt unter der spanischen Krone ohne jegliche Befestigung. Und La Laguna diente direkt dieses Modell als Vorbild für Lateinamerika. Cartagena de India, Quito in Ecuador, ne? Dieser schachbrettartige Grundriss. Bis 1822 war La Laguna die Hauptstadt der Insel. Keine verwinkelten Gässchen, keine krummen Straßen. Wer es geradlinig mag und doch romantisch, der ist hier genau richtig. Ein besonderer Ort liegt im Nordwesten der Insel, in Garachico. Sind es die ganz speziellen Bademöglichkeiten, die diese Stadt für viele so faszinierend macht. Wo heute geplanscht wird, war vor mehr als 300 Jahren nur das Meer. Nach einem Vulkanausbruch floss die Lava ins Meer und formte so unzählige Naturschwimmbecken. Ein wunderbarer Ort aus einer der vielen Vulkanausbrüche, aus Lava gegründeter Ort. Und da sieht man, wie aus einem Unglück, einem Vulkanausbruch, ein magischer Ort wird, den jetzt sehr, sehr viele Canarios und auch Touristen genießen, wenn sie sich hier auf den Steinen ausbreiten am Sonntag und dann hier schwimmen gehen. Die Magie des Meeres ist für mich, ich glaube, eines der größten und schönsten Geschenke, die die Insel zu bieten hat, und dieses aufbrausende Atlantikmeer. Die bunten Städte im Norden der Insel sind das eine, die Strände das andere. 5 Millionen Urlauber kamen 2019 nach Teneriffa, auf der Suche nach Sonne und Erholung und vielleicht auch ein bisschen Abenteuer. Wer Teneriffa besucht, kommt aber um einen Ort nicht herum. Das Wahrzeichen der Insel, der höchste Berg Spaniens, der Pico del Teide. Mit dem Naturparkführer Oliver Conradi geht es mitten durch die Wolkendecke in eine andere Welt. Das erste Ziel ist Villa Flor, der höchstgelegene Ort auf Teneriffa. Wir befinden uns hier auf 1500 Höhenmeter und ab hier verlassen wir die Zivilisation. Unsere Fahrt beginnt jetzt durch den Wald, bis wir dann oben auf den Nationalpark kommen. Die größte und älteste Pinie steht oberhalb des Ortes. Selbst für Einheimische ist dieser Baum beeindruckend. Hier ist er berühmt, ne? Der ist El Pino Gordo, so nennt man den. Der soll so 900 Jahre alt sein. 9 Leute, um den ganzen Baum umzurunden. Oliver Conradi ist auf der Insel geboren und aufgewachsen. Seit Jahren ist er hier als Natur- und Wanderführer unterwegs. Das ist für mich fantastisch. Also ich liebe die Natur und außerdem die Leute, wenn die ein bisschen von dem Stress rauskommen, die brauchen nur hochfahren zu den Bergen und da haben die dann Natur genügend. Ja, man kann das schon ausschalten, besonders, also gibt es die verschiedenen Landschaften. Ne? Im Wald ist ja eine Landschaft und dann haben wir oben im Nationalpark diese Mondlandschaft oder Wilden Westenlandschaft, ist auch ganz toll, ist sensationell. Keine Bäume, keine Wolken, den Teide immer im Blick. Die Basisstation liegt auf knapp 2350 Meter Höhe. Von hier aus geht es per Seilbahn in 8 Minuten nochmal 1200 Meter höher. Ist ja Pflicht, ja. Das ist eine einzigartige Landschaft, sensationell. Kulisse von vielen, vielen Filmen auch gewesen und so. Für mich ist es jedes Mal ein neues Erlebnis. Also deshalb mag ich ja die Natur so, weil die gibt dir jeden Tag ist anders. Auch wenn es die gleiche Tour ist, aber die
Du lernst immer wieder was Neues kennen oder kannst dich nicht langweilen. (2007) wurde der Nationalpark Teide von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Hunderte von Vulkankegeln, erstarrte Lavaströme und Höhlen machen die Landschaft zu einem Naturwunder. Mittendrin der Teide, 3718 Meter hoch. Für die Einheimischen ist er aber noch viel mehr als nur der höchste Berg Spaniens. Wir Kanarier, wir nennen den immer Padre Teide, was wörtlich übersetzt heißt Vater Teide, weil er immer in der Mitte der Insel ist so wie so ein Big Brother, der guckt über, passt auf uns auf. Und er trennt auch die Insel in zwei Seiten. Die Nordseite, die ist die grüne, die feuchte Seite, die bewölkte Seite, von dem Einfluss der Passatwinde. Und die ist dann getrennt von der Südseite, die jetzt hinter mir ist, das ist die kahle Seite, die trockene Seite. Die Kanarier und ihr Berg. Oliver Conradi war schon unzählige Male hier oben, bei jedem Wetter zu jeder Jahreszeit. Aber für ihn ist und bleibt der Teide ein besonderer Ort. Unterhalb der Seilbahnstation liegen verschiedene Felsformationen. Ein beliebtes Fotomotiv für viele Besucher, aber auch ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen. Es reicht nicht, wenn man nur mit einem Auto vorbeifährt oder so. Man muss das auch ein bisschen miterleben. Es gibt ja kleine Wanderungen, wo man eine halbe Stunde nur wandert, dreiviertel Stunde. Die Wanderung hier rundum um diese Felsen sind 1,5 Stunden Wanderung. Ist eine meiner Lieblingswanderungen, wegen dieser ganzen bizarren Felsen, die da sind. Und ich glaube, es ist das Beste, wie man das hier genießen kann. Oder man wartet, bis es dunkel wird. Der Himmel über Teneriffa gehört zu den weltweit besten Orten für Sternenbeobachtung. Die Insel ist seit Ende der 1980er Jahre Lichtschutzgebiet. Gegen Abend treffen sich hier Astrofans, um Sterne anzuschauen. Oliver Conradi ist mit Starlight Guide José Antonio Paris unterwegs. Keine Straßenbeleuchtung, keine Leuchtreklame stört den Blick zum Himmel. Selbst Laien erkennen hier Sternbilder oder die Milchstraße. Was wir sehen, ist sehr alt. Die nächste Sterne, zum Beispiel hier oben, Vega. Vega ist 25 Lichtjahre entfernt. Dieses Licht ist das Licht von 25 Jahren. Es hat 25 Jahre benutzt, zu kommen. Und das ist eine Überraschung. Wir sehen, dass wir sehr klein sind. Wir sind nichts. Conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Es ist dunkel, sehr dunkel, es ist sehr ruhig, man hört nichts. Jetzt es gibt eine kleine Brise, wir hören diese Wind in den Ginster, aber manchmal gibt es nichts. Super ruhig, das ist Magie. Das ist ein Gefühl. Der Teide gehört zu den Attraktionen auf der Insel und natürlich waren Sie auch schon hier, die digitalen Nomaden. Wir begrüßen dich zu einem neuen Video. Wir sind Jenny und Christian vom Reiseblog unaufschiebbar.de und in diesem Video möchten wir dir die schönsten Strände auf Teneriffa zeigen. Und diese werden wir dir jetzt in den nachfolgenden Aufnahmen vorstellen. Viel Spaß dabei! Viel Spaß dabei! Das ist Arbeitsalltag bei Jenny und Christian Juraschek.
Eigentlich sind sie als digitale Nomaden und Reiseblogger in der ganzen Welt unterwegs, geben Insider-Tipps aus allen möglichen Ländern. Aber seit einem schweren Unfall von Christian in Thailand und der Geburt ihres Sohnes Luis lassen sie es etwas ruhiger angehen. Seit Mitte Oktober haben sie nun eine Wohnung auf Teneriffa. Wir finden die Insel ganz toll, weil sie halt sehr abwechslungsreich ist und haben uns jetzt also entschlossen, hier auch fest unsere Basis zu machen, von der aus wir weiter reisen, aber wo wir auch mehr Zeit im Jahr verbringen. Uns ist halt wichtig, dass wir auch nicht nur die normalen, also die typisch touristischen Sachen zeigen, sondern auch Sachen zeigen, wo man vielleicht nicht so häufig hinkommt oder wo vielleicht auch vor allem eigentlich nur Einheimische sind. Und das versuchen wir einfach auf unserem Reiseblog auch so rauszuarbeiten und geben da mit Sicherheit den einen oder anderen Geheimtipp. Der Steinbogen bei Tachau ist wie gemacht für coole Fotos. Nur wenige Touristen verirren sich hierher. Für Jenny und Christian ist dieser Ort etwas ganz Besonderes. Wir recherchieren dafür auch selber und gucken natürlich, was gefällt uns auch persönlich am besten, wo stehen wir auch selber hinter und versuchen dann natürlich das Beste draus zu machen. Wohnen abseits der Touristenhochburgen und dennoch direkt am Meer. Das war ihnen wichtig. Tachau an der Südostküste gibt ihnen die Möglichkeit, die Insel und die Menschen richtig kennenzulernen. Auf Tachau sind wir eigentlich so ein bisschen durch Zufall tatsächlich gestoßen, aber es hat uns direkt sehr, sehr gut gefallen. Einmal, weil die Sandsteine hier irgendwie den Ort so besonders machen vom Charakter her und weil es ein kleines, ruhiges Fischerdorf ist, wo zwar ein bisschen Leben ist, aber auch nicht zu viel Leben. Im kleinen Restaurant direkt am Hafen gibt es keine Speisekarte. Man sucht sich den Fisch am Tresen aus und sagt, was man dazu möchte. Die Fischer bringen ihren Fang direkt ins Lokal, danach landet alles auf dem Tisch. Besser geht das nicht, finden Jenny und Christian. Für ihren Reiseblog und ihre YouTube-Clips sind sie auf der ganzen Insel unterwegs. Einer ihrer Lieblingsorte ist der Küstenwanderweg Buena Vista del Norte, etwa eine Stunde Fahrt von Tachau entfernt. Mehrere Kilometer geht es hier ganz nah am Meer entlang. Oft peitschen die Wellen des Atlantik Meter hoch. Natur statt Strandpromenade. Dass viele Teile der Insel durch Vulkanausbrüche entstanden sind, ist besonders eindrücklich und auch Thema in ihrem Reiseblog. Das, was ihr hinter uns seht, das ist so eine Erscheinung, wie sie jetzt auch auf La Palma passiert ist. Und zwar, dass hier auf Teneriffa ist das schon viele, viele Jahre her. Aber irgendwann einmal ist auch hier Lava ins Meer geflossen, ist erkaltet. Und ja, sieht jetzt eben halt so aus, also ein Zugewinn an Land. Das Gleiche, was jetzt auch in sehr, sehr vielen Hektar Größe auf La Palma passiert ist. Und wir sind sehr gespannt, was dann passieren wird, wenn das Ganze sich mal beruhigt hat. Teneriffa ist für die beiden so etwas wie eine neue Heimat geworden. Und deshalb finden sie es auch so wichtig, Land und Leute kennenzulernen, jenseits der Hotelanlagen. Ganz klar, wenn ich jetzt nach Teneriffa komme und würde nur in Anführungsstrichen die Strände im Süden sehen und gar nichts anderes von der Insel, dann fände ich das total traurig, weil ich ja weiß, was es hier alles für tolle andere Dinge gibt. Aber wenn derjenige, der jetzt sagt, er ist so überarbeitet, möchte sich eine Woche einfach nur an den Strand legen und abschalten, dann ist das klar auch akzeptabel. Aber dann kann er vielleicht irgendwann, wenn er ein bisschen mehr Energie hat, noch mal kommen und die Insel noch mal richtig kennenlernen. Und dann vielleicht auch einen Abstecher zum Walskelett in Los Silos, ganz in der Nähe machen. Also, machen wir noch mal ein Foto und ich stelle mich mal davor, dass wir einen Größenvergleich haben. Ja, oder? okay. Boah, das sieht aber cool aus. Warte. Ja, jetzt hier, schaut dir mal an, was wir aufgenommen haben. 17 Meter lang ist das Walskelett und soll hier als Symbol für die Artenvielfalt und den Schutz der Meere dienen. Die Insel gilt als einer der besten Orte zum Whale-Watching. Vom Hafen in Los Gigantes fahren täglich Boote raus, auf der Suche nach den sanften Riesen des Meeres. Thank you very much. Der Meeresbiologe Victor Ibanez Ballester leitet die Tour auf dem Wasser. Ihm ist es wichtig, dass die Urlauber wirklich etwas über die Tiere erfahren und dass man mit den Touren so wenig wie möglich in das empfindliche Ökosystem eingreift. The idea was to change
Die Idee war, die Dinge ein wenig zu ändern. Als erstes haben wir elektrische Motoren an das Boot gebaut, um die Tiere sehen zu können. Denn eines der größten Probleme ist das Geräusch der Maschinen. Diese Motoren sind leiser als die üblichen. Das ist wirklich hilfreich, um sich den Tieren nähern zu können, ohne sie zu stören. Die Gewässer rund um Teneriffa sind Tummelplatz für viele besondere Fisch- und Walarten. Die Natur und die Tierwelt erleben und dennoch schützen. Darauf legen auch viele Urlauber Wert. Es war für uns wichtig gewesen, dass wir hier mit einem kleinen Boot, mit einer kleinen Gruppe fahren und nicht mit so einem Touristenboot, wo eigentlich nur auf Masse gemacht wird, sondern wir wollten wirklich diese private Atmosphäre haben. Aber werden Sie heute wirklich Wale sehen? Victor und seine Kollegin wissen, hier in diesem Gebiet sollen sich mehrere Grindwalfamilien aufhalten. Today we are in the tunnel between La Gomera and Tenerife. Das ist ein toller Ort für Artenvielfalt. Einer der Gründe ist, dass es einen Auftrieb von Nährstoffen gibt an der Westküste von Afrika in Mauretanien. Und die Strömung bringt all diese Nährstoffe hierher. Also das ganze Areal hier ist reich an Nahrung und das ist natürlich perfekt für die Tiere. Sie kommen hierher und die tieferen Gewässer sind sehr gut für einige Arten, die hier leben. Und tatsächlich hier draußen, keine 20 Minuten vom Hafen entfernt, sind sie dann. Grindwale. Und auch ein paar Delfine. Wenn Menschen das erste Mal einen Wal sehen, ist es natürlich beeindruckend. So ein großes Tier. Normalerweise sehen wir Tiere in Zoos oder Aquarien, Landtiere. Aber wenn wir Meerestiere in der echten Natur sehen, das ist einfach wunderschön. Die Meerestiere ganz aus der Nähe zu sehen, gehört für viele Touristen zu den Highlights ihres Urlaubs. Aber auch für Victor ist der Anblick immer wieder ein kleines Wunder. Auch für mich ist es immer wieder unglaublich schön. Als ich das erste Mal diese Tiere gesehen habe, musste ich fast weinen. Und die Leute sind schon sehr beeindruckt, wenn sie einen 15, 16 Meter großen Wal sehen, den sie normalerweise nur aus Dokumentationen kennen. Dann sind sie sehr beeindruckt. Im März 2021 wurde die Insel als erstes zertifiziertes Walschutzgebiet Europas ausgezeichnet. Das bedeutet auch, dass es verantwortungsvolle und nachhaltige Konzepte bei der Wal- und Delfinbeobachtung geben muss. Hier in Spanien haben wir einen Verhaltenskodex. In einem 500-Meter-Radius um die Tiere herum sind maximal 3 Boote erlaubt. Bei 300 Meter Abstand muss ein drittes Boot warten, weil dort nur 2 Boote erlaubt sind. Niemand darf näher als 60 Meter an die Tiere heranfahren. Wenn Tiere doch näher sind, dann nur, weil sie zu uns kommen, nicht weil wir hinfahren. Sollte das passieren, müssen alle Boote die Maschinen sofort abschalten. Man möchte das aber erhalten, diese Natur. Für unsere Nachkommen, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, dass man einfach sagt, das haben wir erlebt, das möchten wir auch, dass ihr das erlebt. Ja. Die Natur, die Landschaft und die Tierwelt entdecken, ihr aber keinen Schaden zufügen. Was erstmal nach Einschränkung klingt, kann tatsächlich zum Abenteuer werden.